So. Erstmal wieder richtige Einstellungen. Dankeschön. So, dann holen wir auch nochmal das Handy aus. So. Aus deiner Hülle raus. Spyro, du hast gleich wieder was zu tun. Ehre, ich weiß. Du darfst mal wieder mein Handy halten. Nach langem. Und ich klinge immer noch wie ein Brummbär, aber ist egal. Hauptsache ist, ich weiß, dass es mir halbwegs gut geht. Halbwegs. Ne? Das ist das Wichtige. So, dann gucken wir doch mal. Ja. So. Sozusagen ist sozusagen. Ich kann ja nochmal sozusagen sagen. Sozusagen sage ich das des Öfteren. Und das ist ganz einfach sozusagen. So. Was ich noch mache, ist hochpartizipativ. So. Dann. Zweites Album der Originalmusik von Sumeru. Okay. Sure, whatever. Ja gut, das ist klar. Danke, das wollte ich eigentlich. Yes, bitte löschen. So, Stimmt, ich hatte zuletzt meinen Sammlertrupp. Surely I should be. Doing a growth sprint by now. No, you should not. Next time, be sure to make a proper appointment. Nein, Jan-Fei. Machen wir nicht. So. Erstmal das Hauptteam raus. Dann kurz hier, melde ich jeden Tag an. Bliblablub. Und dann machen wir in Sumeru weiter tatsächlich. Da, wo wir aufgehört haben. Bei Nahida ihres Legendenauftrags. Akt 2. Und auf das wir den neuen Weekly-Boss kennenlernen werden. Mhm. Willst du nicht, glaub mir. Willst du nicht. So, Ausdauer abwarten. Let's go. Der Grund... Hi. There's something that I'm very concerned about. Die verschwommenen Erinnerungen? Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, yet also different? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. Warte, was? What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. Okay. Kann es sein, dass mein Pegel wieder fritte ist? Warte mal kurz. Solange wieder hier nachtaugt. Oder liegt es in der Waschmaschine, die gerade läuft? Mal kurz. Immer diese pegelzerstörenden Anwendungen. Ich habe keine Ahnung, welche es sind. Ist das zum Kotzen? So. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories.
that sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. The road here is a little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road! Ah! Enemies! You're up, traveler! You are not Into the wind. Ha! Ich bin hier nicht willkommen. There is Was no mit euch? escape. Ha? Witness the power. Life goes on. The wind knows me. Clouds high. The birds shine down. Kaputt. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Hey! Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. Und trotzdem übernimmst du die Form eines einer Hydropilzbestie? Warum nicht eine Dendropilzbestie? Hm? Sag mal. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Nah, I wouldn't go that far. Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult to explain. Putting it as simply as possible, changing form requires energy, and energy comes with time. Ja. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida! Paimon gets it now! Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. Und weiter geht's. How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh no, Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later! We have monsters here! Rise.
außerhöhliche Tür geschlagen durch kleinen Zombie. I think we may have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend, and the other was my child. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. Interessante Ansichtsweise. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Oh, then it must be a really cute name. Ah. Wahrscheinlich nicht. You know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is great. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. Stimmt. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Yes, this way. We're almost there. Wir laufen auf eine Verwelkung zu. Ist das Absicht? It's the Withering. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. Paimon doesn't understand. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the Withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So, this is how the Withering is formed? Genshin! Hallo Krabbe. Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the Withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the Withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the Withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. War das gerade Sarkasmus oder ernst gemeint? Ich glaube eher Sarkasmus, weil ich höre das Brummen selber noch. Ja, nun. Sagen wir mal, Krönchen hat noch Nachtzüge. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the Withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home.
It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. Das fühlt sich immer noch falsch I an. understand. Just leave it to us. So you're worried about me. It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake, but when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Wow, das ist eine wilde Metapher. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Vernichten wir die Verwelkung und dann ab in die Heimat der Pilze. Elementarwesen. Egal. Alter, diese 2 Liter Flaschen, ne? Gott, ist die dicke Scheiße von denen. So. Aber ihr scheint euch ja einig zu sein. Ja, das sind wir. Let's do this! We've dealt with the Withering countless times already! Ja. Jetzt muss ich aber eine andere Truppe rausholen. Jetzt muss ich ohne Bogenschütze spielen. Boah, es ist ätzend. Mein Gott. Into the wind. Rain cutter. Life goes on. This might hurt a little. Yeah. Yeah. So, erstmal möchte ich wieder aktivieren. Muss mal kurz runterschrauben hier die Scheiße. Au. Illusion shattered. Witness the power of... So. Apparaturen vernichtet. Jetzt Dendrogranum. Und Dendrogranum. Ich wollte gerade sagen, was ist der große Boss? Oh Gott. Muss ein Ruindrache sein. Ein fliegender. One with nature. Fallen leaves. A door. There is no escape. Rain outlines your fate. Wheel of life. Committed to memory. The Temple of Wisdom. So, fertig ist. Also jeder von denen ist ein bisschen Overkill. Würde ich mal so behaupten. As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the Withering makes Paimon sad. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. Meinst du damit, dass die Nahida so lala Overkill ist oder was? Aus der Story. Ja, Entschuldigung, ich bin halt so ein Overkill-Zeug wie deins nicht gewohnt, Krabbe, okay?
Allein wenn ich so 5 mm Balkenangriffe sehe, denke ich mir so, hui, ist schon gut. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Das war eine wilde Mission. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. Huh? So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. Oh, Kiste. Dendroculus. Oh, warum, weshalb? Ah, hier. Illusion shattered. Na, Raiden. Hoch mit dir. Im Mortigima-Dickicht. Unter uns. Dann. We're close now. It's just a little further inside. But there are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi, right? Wenn sie aufgeschreckt werden, ist ein Kampf unausweichlich. Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. They are very important to us. They can be reasonable, as long as we try to communicate. Dann mach das, Krabi. What Mach should das. we do? You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahita's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? What? You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. Nahita is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of Ja, being okay, mit noticed. Katze kuscheln ist natürlich We may wichtiger. not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. All right. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. All right, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. As am I. I'm not joking at all. She's just enjoying it. Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Okay. Good luck, Lord of Dendro. LOL! Wow, you really turned into a fungus! Fühlt es sich an, kommst du zurecht? It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your way over from above.
You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay, got it. Let me lure away the fungi up top and make way for you. All right, good luck, Nahida. Let's go, traveler. Das ist ja witzig. Es ist einfach Nahida als Bongo Head. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. Nana. It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. I should hurry and make my way through. Das ist ja witzig. Ja, okay, den sieht man aber von hier aus. Hallo? Der liegt da ganz scheiße. This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. Das ist logischerweise die liegende Pilzkiste. So this is the one. Understood. Nahida, what's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up. Who are you? I Hello. apologize. Language is not easy. Need long time. It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. Apocalypse ended? Go home now? Yes, unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. I remember. Really? That's great! Home, Dendro Dragon. Was? Nein. Immer noch krank geschrieben, tatsächlich. Gerade noch so. So, kannst du mit mir so. No. Aber morgen darf ich wahrscheinlich wieder arbeiten. Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. Who is the... I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home is the Dendro Dragon. Oh, wait a minute. Heimat's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes, they're both dragons, but Apep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. Dankeschön. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Because we live inside the Dendro Dragon. The Dendro Dragon. Inside.
mountains, water, trees, us. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro Dragon nurtured the earliest life forms and protected us inside of itself. It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. I'm still confused. Ein Dendro-Schleim junge Schleim hervorbringt? Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon is much, much larger than any Dendro slime. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that a pep has also been contaminated by forbidden knowledge? Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. A pep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, And a big void will also form inside the dragon! I'm Oops. afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen a pep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? But anyway, a pep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring unimaginable pain all the while. It's probably in pain as we speak. Ich muss, glaube ich, mal kurz mein anderes Handy holen. Muss ich wohl Frozen mal kurz danken für die kleine Info. Auch wenn das wahrscheinlich nicht hört, aber ist egal. Wir haben jetzt Streamtitel gerade ein bisschen korrigiert. Yes! How could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form, and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Ah ja. Giant trees will completely block out the sun. Elemtarwesen. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, I'm sorry. You're right. We don't have time to panic. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. So. I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. Let's wait for their reply again, though I know waiting can feel unbearable at a time like this. Zeit, den neuen Boss kennenzulernen. Haben uns die Pilzbässchen gerade ernsthaft was zu essen gebracht? Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Oh. Leave. Hard decision. Don't know. They are weak. I worry. If waiting, then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us, no matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave.
Can you do one last thing for it while we wait? Of course. I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend, soil, food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. Soil. There. First. Seed. Here. Heimat understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. Was? Heimat versteht? Thank you so much for your willingness to help. In the meantime, I'd like to tell it the things we experienced on the way here. Sharing knowledge is a habit of ours. Ich sehe Äpfel und denke mir so, yes, let's go. Leave. Worried. Want to stay. Preparation almost complete. Oh, ich liebe diese Mission jetzt schon. Sie erinnert mich so sehr an Suchen und Impact. Oh. Es ist so schön, mit diesen Pilzbestien Freund zu sein als Feind. Nichts anderes, diese Mistviecher trotzdem teilweise Hunter. Ah ja. Rain cutter. Into the wind. We planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life. Zuckerblumen, weg damit! Wildflowers! It wasn't kidding when it said plants were invading. Das war jetzt nicht der Plan? Rise. Eigentlich nicht die haben. Shine down. Life goes on. Immer diese Zuckerblumen, die eigentlich Vanilloken sind. Ist so schlimm. Hier geblieben. Ey. Nein. Hör auf. Illusion shattered. Scheiß Vanilloke. That should be all of them. That wasn't too tough. Yeah, I've calmed down now. But it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Tevat. Das Schlimme ist, wir haben jetzt diese Story hier. Und jetzt kommt wieder dieser Meme auf, von wegen Venti hat Dvalin. Gut, Zhongli hat quasi sich selbst Rex Lapis. Nahida hat Adep heißt er, glaube ich. Und dann hast du Raiden. Die denkt sich so, and where's my dragon? Where? Well, think about it. You killed it.
Man nennt ihn auch die Insel Tataratsuda. Sumeru was Apep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Okay, Apep, nicht Adep. Oh, so there was no desert back then? Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. In an attempt to adapt to its new environment, Apep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. Apep has always seen itself as the master of Sumeru, and has refused to recognize the new order that was established. Even now, it probably still holds great hostility toward the gods. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. Und ich dachte, Drachen und Adepten vertragen sich gut. Nochmals. Erinnere dich an Raiden. Sie hat ihren Drachen selbst umgelegt. Daher auch diese riesige Blitzschneise in dieser Insel. Einmal. Tschack! Geköpft war der Drache. Belastend. As far as I know, Apep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. Maybe this is why Apep was contaminated. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. Ah, einfach zum Feld zurück, alles klar. Na denne. Gehen wir zurück zum Pilzbestien-Triff. Zu den süßen Pilzbestien, nicht diesen bösen, stressschiebenden Pilzbestien, sondern zu den niedlichen, freundlichen Pilzbestien. Wo ist der Rest? Thank you, Lord of Tendril. Family happy. You really like them, don't you? Family like. Do you not like your family? That's not what Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the same species. Does that matter? Family likes me. I like family. Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge, and connections we've made to be more important. These are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time, and the essence of what it means to grow. Haut hin. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's inside of us is more important. Ja. Ja, that's basically it, ja. It wouldn't matter. Paimon would still be able to recognize you right away. Das ist Blödsinn. Dass ich ja sogar erschreckt, als ich eine Maske getragen habe. Oh? Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then Apep may be in danger.
Sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it. The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru, a murky place that no one can return from. Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge, but what if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. What? Achso. Das war noch eine Info, dass ich... Ah, ja. Okay, verstehe. So. Was ich da jetzt rausgehört habe, ist, also aus Nahidas Worten, dass der Besitzer der Forbidden Knowledge, die noch existiert, hingegangen ist, die Forbidden Knowledge in eine Forbidden Knowledge Can verwandelt hat und diese in die große Kluft mitgeschleppt hat. Nebenbei zum Thema, wo ist Raidens Drache? Ne? Gerippe, Gerippe. Gerippe. Gerippe, Gerippe. Ich habe mich gerade... Ist der hier so längs, dann hier rein, dann hier längs. Und dann hier zu enden? Irgendwie so. Ich meine, es ist eigentlich eine Schlange, ne? Aber technisch gesehen könnte man sagen, das war Raidens Drache. Alternativ hat es ja noch einen Vogel. Hier, Donnervögelchen. Die weinerliche Chibi-Raiden, ey. Jetzt sind wir wieder so knuffig. Da bin ich ja mal gespannt, wo das uns jetzt hinführt. So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the Withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here. I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Tevat long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Tevat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep, it's just like soap bubbles that rise to the water surface. Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike
and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. Okay. Lange nicht mehr hier unten gewesen, wenn wir ehrlich sind. Sehr lange nicht mehr hier unten gewesen. Ach ja. Ja, es ist das, was ich denke, was es ist. Look, it's over there. Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? Ja, muss ich noch was anderes ausrüsten. Moment. Ja. Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. No, my Erstmal soul. werden wir Let me weave you a 12 web. erstmal los. Now you shall perish. Wheel of life. Into the wind. As one with wind and cloud. There is no escape. Oh, dem geht's gar We nicht gut. managed to rescue it. It should be the life form from the prophecy. That light. Wait, something dark is coming out. Something's not right. What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has passed. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long time. Oh no. But we still have tons of questions we need to ask. I should be able to purge it with my elemental power. Das hat wirklich mit dem verbotenen Wissen zu tun. But this is our only chance. Traveler. It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Let's see if we can think of another way. Oh yeah. You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power, but The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand. This no good, that no good. Save life. Important. Yes, I understand, but this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. it's okay. There's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. Wenn's dann ankriegt, dann wir. Lord of Dendro, and you others. How long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person.
Does that mean the apocalypse has come to an end? Yes, Wait, it is. did you get smaller again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. Ruka der Vater. Hab ich mir fast schon gedacht. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but... Can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro Dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro Dragon's Heart of Oasis operates. The Dendro Dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. Was ist los, Krabi? Was machst du so ein Gesicht? Ja. Ja, doch. Ist was dran. Die Story hat schon was sehr Wildes an sich. However, if you are able to reactivate its Heart of Oasis using the Fire Seed, then the Dendro Dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the Heart of Oasis is a pep source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the Fire Seed to save me? Why? What's wrong? That's... never mind. It's not your fault. You didn't know. The Fire Seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful, yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. All right. Aside from being able to heal the Dendro Dragon, the Fire Seed can also resonate with the Heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro Dragon by following the guidance of the Fire Seed. But you should hurry. There is little time to waste. What about you? Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro Dragon.
Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the Lumen Stone once more? I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. This is a small ball of light that I left behind. Jeder hat ein Haustier. Raiden hat Miko, Zhongli hat Ashtaha, Venti Dwalin und Nahida den Drachen. Naja, technisch gesehen hat jeder einen Drachen. Hatte einen Drachen. Ich bleib dabei. Raiden hat ihren eigenen Drachen auch schon umgelegt. Hier bleibt jetzt nur noch dieser Sassy Fuchs übrig. Und wenn es danach geht, hat Zhongli viel zu viele Haustiere. Er hat mehrere Vögel, er hat einen Hirsch, mehrere Hirsche, eine Ziege und jetzt dann eine Coco Goat. Ganyu. Was auch immer Yanfei sein soll. Ja gut, die Yaksha sind eher so eine Art Demon Hunters. Kind of Dämonen themselves. Chichis Coco Goat. Ah, genau. Es ist sowieso geil. Wir haben unsere kleine, niedliche Ganyu, die einfach ständig einpennt, weil sie komplett overworked ist, in Menschenform. Und dann kommt Miko um die Ecke. 3 Köpfe größer, sassy as fuck und chillt ihr Leben. Und dann werden sie zu Tieren. Miko, klein und süß, pinker kleiner Fuchs. Ganyu, riesige Maschinenziege. So like Buff. Das ist so gut. Coco Goat halt. Ach ja. Ich sollte dringend die Tür da drüben zumachen. Na egal. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved. There is nothing more important than being together with family. Was ich jetzt so langsam verstanden habe über diese Elementarwesen, von denen ich rede, im Endeffekt sind ja einfach nur lebendiges Wissen. Quasi Geister. Let's go! Home. Och, Nahida. Jetzt fange ich wieder an. Sumeru. Dammerwandberg. Let's go. Wow. It's not much further. Follow me. We're close now. Ich erinnere mich nicht so sehr über japanische Titel von irgendwas, aber ich befürchte eher nicht. Dendroculus? Wo?
Ah, da. So, von hier aus geht's ins neue Gebiet, richtig? Ah, fast die richtige Richtung, da lang. Da muss ich hin. Yes. Zeit, ein neues Gebiet zu erkunden. Das Schlimme ist, ich bin leider heutzutage an dem Punkt angelangt, wo ich ungern einen guten Anime lese. Früher war ich dafür empfänglicher. Abgesehen davon, dass ich meistens ja nicht die Zeit habe, irgendwas zu gucken. Zugegeben? Also die jetzt letzte Woche, probably. Nur 2 Folgen draußen, ja okay. Habe ich auch noch Zeit, bis das Ding voll released ist, dann kann ich das einmal in einem Abend durchsuchen. Das willst du nicht. Richtig. Geh. Egal wohin, aber geh. Brauche ich noch einmal, Kollege. Und ich nehme den Lager auseinander. Na gut. Shine down. Body and mind. Rain cutter. Life goes on. Fallen leaves. Adorn. Ist da noch einer? Rain outlines your fate. Illusion shattered. So, Kiste Take her, them. dankeschön. I have no need. Dendrokulos her, dankeschön, dann bin ich mit dem Scheißlager auch fertig. Frechheit, ey, schießt er einfach auf Raiden. Er weiß wohl nicht, mit wem er sich da angelegt hat. Na gut. Antwort hat er bekommen. Celia. Hallo. So. Führen Sie uns zu Ihrem... What are you? Oh, dann haben wir den. Wo fehlt mir noch was?
Es gibt neue Hilichurl-Charaktere. Und 2 neue Abgründe. Oh oh. Also wenn ich den mir angucke, ist das ein Hilichurl. What are you, why are you, and how are you supposed to work? You got knives. I don't like you having knives. Guten Tag. Go. Nein. Shine down! As one with wind and cloud. Witness the power of Google! Torn to oblivion! Sie fangen an zu reden. Das ist nicht gut. But a momentary distraction. Hilichurl Animo-Läufer. Dieser mysteriöse Hilichurl-Krieger ist in der Lage, bis zu einem gewissen Grad die Kraft des Windes zu nutzen. Im Kampf greift er auf Animo-Schleime zurück, um sich in einen Schwebezustand zu versetzen. Greife die sich ausbreitenden Animo-Schleime an und du bringst ihn vielleicht wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Inactivity serves no purpose whatsoever. Ich muss ja eine Sache gestehen an der Stelle. Ich finde das Konzept dahinter schon geil. But a momentary distraction. Warum sind hier gefrorene Sanddünen? Hold on a minute, what? So, da oben ist irgendwo ein Tempel, alles klar. Ah ja, that's simple. Open your gate. Neue Artefakte. Traum der Narzisse. Erhöht den Hydroschaden. 4 Teile. Er schafft beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen, heftigen Schlägen, Angriffen aus dem Pfahl, bla bla blub. Eine 8 Sekunden anhaltende Stapelung des Effekts Narzisse im Spiegel. Erhöht den Angriff bei 1, 2, 3 Stapelungen von um 7, 16 oder 25% und den Hydroschadensbonus um 4, 9 oder 15%. Die durch Standardangriffe heftige Schläge. Okay. Standardeffekte von Narzissen im Spiegel existieren unabhängig voneinander. Ah! Erhöht die LP um 20. Was? Warte mal. Was? Bitte wie, bitte wo, bitte was? Neue Barbarameter, habe ich gehört? Was? Okay. Gut, why not? Alright, I take that. Irgendwie an dem... Nein! You are following nothing. You are just retreating and leaving me alone. Did you get that? Yes, you did. Sehr gut. So. Neue Barbara-Meter, Alter. Erstmal das Set reinknallen. Mehr LP! Mehr Heilung! What kind of crystals are you? And what do we need you for? Das dauert jetzt ein Weilchen. Raiden, die Göttin der Schmiedekunst.
Trichrait. Mehr EP, mehr Heilung, mehr Kanalpunkte farben. Moin. Hi, Morph. Du bist aber früh am Start. Was ist denn da los? Heute frei? Oder bist du jetzt schon so weit gesunken, dass du selbst im Büro in meinen Streams hängst? Ist es Reddit einfach nicht mehr? Reddit ist nicht mehr der Kick. Wir brauchen jetzt Kanalpunkte. Okay, dieses lila Portal da oben sieht nicht gesund aus. Den Drokulus, neue Angelstelle. Nochmal so ein Anemo-Hillichel. Gut. Illusion shattered. Wheel of life. No, my sword. Yeah. Fallen leaves. Adorn my... Ha! Ha! Now you shall perish. Ring cutter. Shine down. Hier wird nicht abgehoben, Kollege. Take them. I have no need. Nee, bin um 12 final aus dem Bett gerollt, hab noch bequem Zeit mit dem Handy auf dem stillen Öl verbracht und hab dann die Kiste hier gestartet. Das heißt, du hast frei. Okay. Na gut. Gönn dir, Morph, gönn dir. Ah, warum ist hier so eine Statue? Mensch. Ach komm, ich komme an den Kaffee nicht vorbei. Hallo. Nee. One with nature. Clouds high. Jetzt erstmal schön die große Gönn-Dir-Tasse voll mit leckerem Schoko und Kaffee schlürfen. Und langsam wach werden. Ah, genau. So nicht anders. There is no Ich bin escape. gefroren. Wind strider. Rain outlines your fate. Schön. But a momentary distraction. Ja, was für eine momentare Ablenkung. Gut. Na, welcher Helichel ist das? Das ist noch nicht mal der, den ich eigentlich suche. Okay. Anemo-Läufer. Weißt du, früher hatten wir Helichel
Mieterchöl, Lavachöl, Samachöl. Jetzt haben wir Hilichöl-Läufer. Die sind schon cool, die Jungs. Not gonna lie. Und so wie sie anfangen zu reden, tun sie mir fast schon leid, dass ich sie bekämpfe. Moment, warte. Was? Habe ich ja gerade einen neuen Wolf gesehen. Einfach eine Kategorie. Es könnte ein neuer Wolf oder ein neuer Magier sein. Wenn ich aber bedenke, wir haben den Wasser, den Eis, den Feuer und den Blitzmagier, glaube ich, dass das eher ein Wolf ist. Ist eine schöne Tasse. Ich mag die. Halt glaube ich dir, dass du die magst. Ich überlege gerade, ob ich heute einen ganz tollen Ich-Gammel-Nur-Tag mache und mein Shopping auf morgen vertage. Oder ob ich mich frisch mache und heute einkaufen gehe. Das ist eine gute Frage, Morph. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, morgen werde ich nicht streamen. Höchstwahrscheinlich. Ich liege zwar noch so ein bisschen kränklich, aber ich gehe davon aus, dass ich morgen nicht mehr Corona-positiv sein werde. Dafür läuft meine Nase zu wenig. Aber wir werden noch einen neuen Ritter kennenlernen. Das ist nicht so geil. Geomagier. Eins, zwei, drei, 5, 7, ja. Aber schon alle fertig. Das heißt, hier fehlen noch Dendro, Geo und Animo. Bei denen hier. Genauso auch bei den unteren 4. Ah. Ich muss kurz AFK. Also ich würde locker bis kommende Woche mit Vorräten überleben. Aber mir gehen langsam die Snacks und so aus. Ich vertage es auf morgen. Das Angebot vom Lidl mit Monster hat am Montag angefangen. Guten Sorten sind eh schon alle weg. Yes. Wenn die überhaupt irgendwelche guten Sorten haben. Obwohl, es ist Lidl. Lidl hat sie schon eher. Bei Aldi hätte ich gesagt, kannst du eh knicken. Die haben eh nur die Standardsorte. Gut. Ich bin kurz AFK. Ja. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, Hören wir Raidens alone weißen and Worten zu und gucken unchanging. derweil diesen wunderschönen Ausblick an oder so. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn or a bubble rising through water. Transitory.
Inactivity serves no purpose whatsoever. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. So, Inactivity serves no purpose whatsoever. da sind wir wieder. Und speaking of Monster, da fiel mir gerade wieder ein, dass ich da ja noch so einen fast kompletten Zehnerpacken von der normalen Standardsorte habe. Von, na, wer jetzt gedacht? Aldi. Was zum... What are you? What are you? Why are you? And how are you? Spiel. Would you give me a tutorial about this? No? Okay. Dann kraxeln wir wohl einfach mal da. Oh, wow. Wieso habe ich das Gefühl, dass das kein Eis, sondern irgendwie Glas ist? Kristallin? Irgendwie sowas in dem Dreh?
Gavire Layavara. Okay. Ich gehe so morgen mal zum Feinkost-Aldi und mach dann nach einem Abstecher zum Lidl. Die zwei sind ja nie weit voneinander. Ah, okay. Ah. Okay. Wir reden also über einen, einen Abgrundmagier, der jetzt Elite geworden ist und deswegen jetzt ein Weekly-Boss ist. Nein. Mini-Boss. Oh. Klonk. An der Stelle Krabi viel Spaß mit den Jobs nebenbei. Die man bei mir ja farmen kann. Ich glaube, wir kraxeln mal eben kurz rüber zum anderen Teleporter. Einmal den Berg hoch und wieder rum oder so. Erstmal noch ein neues Level für die Statue. Let's go. Hab auch so einige Genshin-Jobs hier gefarmt. Kann man die irgendwie verschenken? Das einzige, wie du die verschenken könntest, wäre, wenn du irgendwem, der Genshin spielt und kein Twitch Prime hat, dein Twitch-Account geben würdest. Moment, der kein Twitch hat. Deinen Twitch-Account geben würdest und den verlinken würdest. Denn die werden automatisch rübergeschickt. Glaub, ist mein Account. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Kommen wir irgendwie den Berg hier hoch? Nö. Wo würden wir denn offiziell darüber kommen? Ich würde behaupten, nicht hier hinten längst, oder? Oder doch? Na. Wir müssen von hier aus loslegen. Da kann man nämlich noch die Berge hoch. Aus Raiden. Kletter über Kopf. Ich weiß, du kannst es. Ja, warte mal. Dann wechseln wir mal ganz kurz den Trupp. Zum ausdauerfreundlicheren Trupp. Kletterbonus, Flugbonus, Schwimmbonus und Fliegebonus. Es gibt nur keinen Running-Bonus. Belastend. Kein Charakter, der verringerte Ausdauer beim Rennen hat. Beziehungsweise verringerten Ausdauerverbrauch. Das sieht immer noch ungesund aus. Ich will da eigentlich gar nicht hin. Aber ich wette, ich muss da hin. Großartig viel verdeckt. Das Outfit aber auch nicht, du. Ja gut, Beidou ist auch nicht viel besser. Sie hält auch ihren Arsch gerne rein. Oder auch. Alter. Einmal hoch.
Okay, what the heck is fucking going on here? Wenn ich wetten müsste, ist das die Oase, von der sie gesprochen haben. I mean, it looks cool. Not gonna lie. Der Faktor, dass von da oben dieses Gezuppel runterregnet und von hier... Digga. Alter, sieht das geil aus. Einfach so ein riesiger Baum mitten in der fucking Wüste. Ist das cool. Aber das ist nicht gut. So in the end, it's probably bones. It's a boner. Genau. So, dann gehen wir nochmal zur Statue der 7. Aktivieren diese auch. Schalten damit die andere Hälfte der Karte frei. Ich übe gerade, ob ich mir das letzte Burger Patty gleich in Form eines dicken Cheesies zum Frühstück mache. Cheeseburger zum Frühstück. Der Call ist wild, aber hat was. Lenk. Es sieht doch schon besser aus. Und der offizielle Weg wäre doch hier lang gewesen. Okay, gut. Egal, I took the shortcut. So, einmal hier ist ein Teleporter. Dort ist einer, dort ist einer, dort ist einer. Dort ist einer. Machen wir erstmal die oberen, würde ich sagen. Hier wäre auch noch ein offizieller Weg direkt gewesen. Ja, gut. So. Erstmal ist ja die Brücke da hinten. Halt kein Brot mehr in der Bude. Nur das eine Burger Bun und eine Backmischung für Ciabatta. Oh. Ich meine, Ciabatta ist natürlich auch eine geile Kombination da drauf, ne? Orange ist das eine, aber Ciabatta? That's another level of a burger. Okay. Seelenglocke. Die Seelenglocke ist ein uraltes Artefakt, das vom Skeptikerorden und den Pari geschaffen wurde, um zur Prüfung von Menschen als Krieger zu dienen. Da bei ihrer Herstellung nach auch die Kraft von Quarena zum Einsatz kam, kann sie mit vergangenen Erinnerungen versehen werden. I am right by your side. But if you're still nervous, just take my hand. She's so caring. Jesus.
So shortcuttet man. Das wäre wohl der richtige Weg gewesen. Ah. Okay. Aber ein Ciabatta mit Burger Patty? Cheese wäre schon geil. Aber das Problem ist halt, Ciabatta-Teig heißt, dass du mehr als einen Ciabatta machen musst. Wäre ja auch wieder Verschwendung. Was machst du mit den restlichen Ciabatta-Brötchen? Das ist halt die große Frage. Jetzt erkunden wir erstmal hier die neue Wüste. Schalten erstmal alles frei. Morph. Das kam aber jetzt sehr spät, Krabi. War etwa jemand im Lurk verschwunden? Die Backmische werde ich spätestens Freitag eh noch backen. Das wird mir noch schlecht. Ah, gut. Wenn du es spätestens Freitag machst, machst du sie heute und hast dann für die nächsten 2 Tage hast du Brötchen. Oder für das morgendliche Frühstück schon, zum Beispiel. Ja, aber da lag das doch schon wieder den ganzen Tag. Und? Wenn es nach meiner Mutter ginge, könnte man Brötchen 3-mal aufbacken. Mhm. Witchcraft. Erstmal das Kreuz auf den Kopf stellen. Geil. You are a big ass fucking bird. Hello there. And goodbye. I will not fight you. Because you're too strong. Wo ist der Teleporter? Aua. Just a grace. I have failed. Das war wirklich I'm doof. sorry. Noch tiefer. Okay. Ach da. Ja. Das Ufer fast perfekt. Aber ja. Das hast du gut gezündet. You knew what was happening. Das ist gut. Nee, in die Höhle will ich eigentlich nicht rein jetzt. Will ich in die Höhle rein? I highly doubt it. I really doubt it. I really like you. Aber die Idee ist nicht schlecht. Gleich erstmal den Cheesy braten, später dann das Ciabatta backen, bisschen Öl auf die Scheiben, etwas Knobi rüberreiben. See? Only good ideas here. Only good ideas. For a healthy and tasty breakfast. What are you doing in my swamp? Breakfast. Ich habe gerade einen neuen Meme erfunden. Oder beziehungsweise einen neuen Meme-Crossover. Gott. Wie stupid möchten sie sein? Ja. Oh boy.
So, in was für eine scheiß Cave muss ich noch rein? Ich wette eine Cave, von der ich hier oben gar nicht drauf zugreifen kann. Hoppala. Bin ich eh hier unten. Ja, safe, ich muss an den Strand, um an die Cave dran zu kommen. Aber sowas von. Gucken wir uns einfach mal den Strand an. Der Strand ist schön. Oh oh. So. Respekt an ihre Beine, Miss Beidou. War das mit Breakfast nicht mit den netten Downies, die super lieb für alle Frühstück machen wollten? Richtig. What are you doing here? Breakfast? Und dieses What are you doing in my swamp ist Shrek. Breakfast. Könnte man genau so schreiben, wahrscheinlich. Breakfast. Ich glaube, ich folge von Just den Teleportern mal. Okay. Wenn man 2 Streams gleichzeitig anhat, führt das unweigerlich zu lustigen Momenten. Hä, wieso? Moment. Ich höre Kev sagen, What are you doing in my swamp? Und aus dem Off mit einer Penis. Ist das gut? Oh Gott, ist das gut. Oh boy. Akimbo Streaming. Oh, scheiße. Weißt du, das Schlimme ist, wenn ich eine Streamerin wäre, müsste ich auch den Sound Alert haben. Dicks! Aber da ich der Typ bin, kommt der nicht so lustig. Obwohl, eigentlich müsste ich sogar eine VTuberin sein dafür. In Englisch am besten noch. Du brauchst halt ein Bubis-Command. Habe ich ja gerade Low-Hanging Fruit gehört? Hm? Hm? Jack Black, Tenacious D. The Low-Hanging Fruit. Einfach nur göttlich. Okay, wenn ich bedenke, dass hier schon so leicht Kanria-Tempel-Ansätze kommen, wundert es mich nicht, dass hier der scheiß Boss ist. Okay. Lass mich raten, Arschloch. Ah ja. Okay. Feuer, Wasser und Elektro zugleich. Hat aber jemand andere Bedürfnisse, du. Pyro, Hydro, Elektro. Ah. Hoppala, Entschuldigung. Wenn man es während 30 Sekunden klärt. Wow. Respekt, Krabi. Das schaffen Frozen und ich ja natürlich noch nicht mal zu zweit. What the fuck? Wie groß kann dieses Tier denn noch werden? Wofür brauche ich den Schrott überhaupt? I wanna destroy it. Give me. Apparently not. That seems not to be the way to do it.
Well then let's just climb this mountain. And go to the next teleporter. Which seems to be up there. Somewhere. Somewhere over the rainbow. Oh. So far above the rainbow. Okay. Dazu musst du die Quest spielen aus dem Gebiet. Ach, um die Kristalle zu zerlegen. Okay, cool. Ja, ich mache erstmal hier das Quest fertig und dann gucken wir mal, was wir dann machen. Ich weiß nur, um 9 Uhr wird es auf jeden Fall eine Schicht für Genshin sein, weil dann heißt Minecraft. Speaking of Minecraft, Krabi. Bock, dem Enderdrachen heute Abend in den Arsch zu treten? Sie sind herzlich eingeladen. Um 9 Uhr. Treff auf dem Server. Uhr, genau. Exakt, 21 Uhr. Man muss dazu sagen, du kannst froh sein, dass du nicht Teil der WhatsApp-Gruppe bist, weil den Krieg oder Kindergarten oder wie auch immer man es nennen möchte, willst du nicht mitbekommen haben. Es war bodenlos. Leute, die alle rumjammern vor wegen, ja, und in Ender Dragon ist alles langweilig, dann alle den Schwanz einziehen und später sich für die und später über den Typen herlästern, der sich für alle eingesetzt hat. Grandios. I love it. Da bin ich ausnahmsweise auch mal aus der Haut gefahren. Als wir den Typen vergrault haben. So, jetzt haben wir fast alle Teleporter. Mir fehlen nur noch die 2 Höhlen und der Schrein. Ah ne, warte mal. Jo, das ist viel zu spät. Ich schreibe morgen Englisch. Girl, what the fuck is wrong with you? Ey, in deinem Alter war es für mich normal, um 1 Uhr ins Bett zu gehen, um dann um 8 Uhr in der Schule zu sein. Und das, obwohl ich eine Stadt weiterfahren musste mit dem Bus. Ganze Stunde. Gut, ich habe dabei auch das Fachabi verschissen, aber das kann man jetzt behaupten, dass es daran lag, dass ich zu müde war, oder darauf schieben, dass ich mich mit meinem... Meine Schule fängt aber 27 an, oder? Das ist schlecht. Das ist ja nichts an der Tatsache, dass man nur 5 Stunden Schlaf braucht. Alles andere ist zu viel. Aber ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Eine Göttin braucht keinen Schönheitsschlaf. Wieso nicht am Wochenende? Ja. Ist halt jetzt so. Wahrscheinlich, weil Tobi extra heute aus dem scheiß Urlaub zurückgekommen ist, for whatever reason. Und deswegen gesagt hat, ich will das jetzt durchziehen, Arschlecken. Wenn ich mitmache, hat Pech gehabt. Ich überlege gerade, an was erinnert mich das Geräusch von ihrem Bogen. Ich habe keine Ahnung. Alter, der wird auf dem zweiten Stream gerade, anstatt Phasma zu zocken, darüber diskutiert, warum Brillen nicht von der Kraka bezahlt werden, Viagra aber doch. Bei der Kraka, okay, Pech gehabt. LUL! Wow, this is so lucky. Also ich wusste gar nicht, dass Viagra von der Krankenkasse bezahlt wird, aber je nachdem, laut Kraka darfst du also Sex haben,
Darfst aber nicht sehen, mit wem. Kommt auf die Krankenkasse an, lustigerweise, Morph, denn meine Eltern haben eine Krankenkassenversicherung, wo ich mit drin bin. Bei der die Brille tatsächlich mit inbegriffen ist. Jährlich irgendwie 500 € für eine Brille. Pro Person. Läuft. Oder irgendwie sowas in der Richtung zumindest. Und trägt ihr dann auch keine Brille? Well. Skill-Issue, wenn man eine Brille tragen muss. Nein, Krabi, das nennt man einfach nur Style. Weil ohne Brille kann man nicht den Daddy machen. Mit einer Brille kann man so viel mehr aussagen, wie nur mit reinen Augen. Es ist unglaublich. Krabi. Granted, Sonnenbrillen sind auch cool, aber für den Blick hier brauchst du eine normale Brille. Keine Sonnenbrille. Hi, Chaos-Party. Nur die OG reguläre Brille kann... Was? Kev, wir brauchen die Flashing Glasses. Du weißt, welche ich meine. Für den Stuko Anime Move. Nein, ich werde mir keine Gitterglasses holen. Vergiss es. Ich finde die total affig und dumm. Ich bin eher so dieser Typ, diese Cyber-Sunglasses, weißt du, so nur diese Streifen. Diese Cyclops-Dinger. Auch wenn ich gestehen muss, diese Cyclops-Glasses sind voll 80er Jahre, aber ist scheißegal. Ironisch ist eigentlich, wenn man bedenkt, dass ich aktuell gar keine Sonnenbrillen mehr habe. Oder keine Sonnenbrille. Mehr in meiner Sehstärke. Muss wohl daran liegen, dass die hier selbstfärbend ist und deswegen auch gleichzeitig als Sonnenbrille agiert. Guck mal, Morph, da ist doch schon eine Providerin. Ich meine zwar die leuchtenden Brillengläser für den Flashy Move. Ah, okay. Böse leuchten, die Brillen mit den Fingern hochschieben. Mysteriös aussehen wie ein... Ach, dieses Ding. Oh, dieser Serious Glasses Move. Ah, okay, I see dieses... Ah, okay. Der geht lustigerweise auch nur mit normalen Brillen, da hast du recht. Wenn die Augen plötzlich vom Strahlen der Intelligenz der Sonnenbrille verdeckt werden. Okay, du bist ein Kryo-Kollege. Das ist jetzt schlecht. The wind knows me. Fallen leaves. Adorn. I never yield. Into the wind. Yield! It's fine. The wind knows me. That's so Shit! many regrets.
or worse. Grant us your blessing. Eyes on me. Viel Spaß damit, Kollege. Into the wind. Ich meine... Who says there aren't benefits to a Meine life Augen of strahlen auch wandering? ohne Brille voller Intelligenz. Aber nicht anime-mäßig genug, Krabi. Hast du was verpasst? Naja, also. Im Endeffekt eine Story, in der es darum geht, dass wir mit der Dendro-Göttin gerade dabei sind, Elementarwesen oder Elementargeistern, wie ich sie inzwischen nenne, den Weg nach Hause zu gewähren oder denen helfen, den Weg nach Hause zu finden. Und wir herausgefunden haben, dass die tatsächlich im Körper einer sehr uralten Bestie leben, die wir jetzt heilen dürfen. Ein wenig belastend. Okay, scheiße. Ein Graukristall. Kenntnisse über Erkundungen. Graukristalle sind Kristalle, die sich aus den Rückständen der Unreinheit gebildet haben. Sie können durch die Kraft des Quarena entfernt werden. Sobald die Kraft von Quarena jedoch schwindet, werden sich auch die Graukristalle wieder bilden. Okay. I guess I need that power to unlock some things. Potentially, I guess. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal zurück zur Quest. Geh kurz in die Stadt. Gönn dir, Krabi. It's not much further. Follow me. We're close now. Wir sollen dahin? Was sollen wir denn dahin? Okay. Truppe. Nein. Erstmal geht's zurück zur Statue tatsächlich. Ich muss da wen heilen. Danach folgen wir mal wieder der Mission. Und zwar diesmal mit dem richtigen Trupp. Jedes Mal resettet sich das. Wow. It's not much further. Follow me. We're close now. Okay. Ironischerweise dreht ihr euch genau in die falsche Richtung, aber ist egal. Ich bin Multiplayer gesperrt? Okay. Na dann. Warum auch immer wir Richtung Sandsturm gehen. Ich verstehe es nicht. Ist egal. Dringe tiefer in den Sandsturm vor. Wieso in den Sandsturm? Was hat denn der Sandsturm damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Keine Arbeit. Ist mir egal. Keine Geld. Ist mir egal. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. What is it? It's not a dragon. That's for certain. Dass ich einfach so durch den Sandsturm fliegen kann, ist traurig. We won't be able to see anything if we keep going that way. Hey, look! Something's over there! Moin. Zurück zu Glück. Uff, 7 Tage, 7 Köpfe. Das war noch Zeit. Heimat knew it would be big, but not that big. It's a fucking dragon. Puny god, human, leave my domain.
Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. Oops. Apep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, Brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go. For only a moment. Foolish Brewer. You will find no gratefulness from me, Jetzt, even if you Schrecken. kill me. Ich, wenn ich morgen die Bettdecke hochhebe, oder auch. I'm still worthy! Bullshit. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the Seven Nations. Also, du wärst nicht der erste Drache, den Raiden geköpft hat, also das würde sie auch hinkriegen. Pff. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. Ja, das glaubst auch nur du. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the God of Wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Ja, aber getting some head ist besser als losing the head. Oh, Morph. Nee, ist gut jetzt. Er ist noch zu früh für das. Okay. Hey, don't leave! Careful, something's coming. Ah! What is that? Heimat's never seen that before! It's our family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. Komm gerade aus dem Drachen. External form not important. Inner nature same. The composition of their elemental power is identical to ours. Oh ja, das merkt In man. other words, they're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? Sie sehen ein wenig kaputt aus. This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. Everything else has been discarded in the process of adaptation. So this is the result of forbidden knowledge. Yep. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across Teyvat? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. Eigentlich will ich das nicht antworten, aber naja, gut. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want to do is survive. Illusion shattered! Oh.
With the power of Gowak. Life goes on. One with nature. Ka! Ka! Chi! Chi! Heimat thinks they used up all their strength. They don't seem aggressive anymore. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. Their external form has become their shackles. It seems only the Fire Seed or Epep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the Fire Seed again. Correct. We cannot use the Fire Seed again. Everyone goes home, not just us. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the Fire Seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. Im Ernst It won't vergibt man denen require das. much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to Epep again. After all, that giant Dendro Dragon is also your family. Maybe it would listen. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Yes. Yes! Thank you. Alright, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa. It's shining now. Huch! Sie hat sich entwickelt! Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. Hochdigitiert zu Shumimon. Nee. Warte mal, von Bongo Head zu, Nein, nicht Bongo Head. Nee. Shroomy digitiert zu Shroom, so. This is the last part. Let's go. Obwohl, warte mal, wir sind ja bei... Oh Gott. Stimmt, der Digimon war ja alles mit Mon am Ende, ne? Floatimon digitiert zu Walkimon. Hallo Stacy. Time to follow the wind. Nope. Nee, Morph. Das hast du falsch interpretiert. Wo ein süßes kleines Kätzchen sich zu einem richtig rattenscharfen Engelsmenschen entwickelt. So rum war es.
Das war nämlich Gatomon und Angewomon. Wo man sich denkt so, schwierig. Whoa, what the heck is this? This cave is huge. Could this be where the Dendro Dragon lives? Yeah. Who knows what's inside that cave? Normale Entwicklung von so gut wie jedem Viech war eigentlich immer süßes kleines Dingens, großes Dingens ähnlicher Spezies, dickes, fettes Robocop-Terminator-Mix. Na, nicht immer. Oft, aber nicht immer. Ich sag nur zum Beispiel, wie hieß sie? Palmon? Ich glaube ja. Kleine, süße Pflanze. Also wirklich klein und süß, ne? Also so ungefähr, ne? So. Kleine, süße Pflanze. Entwickelt sich zu einem Kaktus mit Boxhandschuhen. Entwickelt sich zu einer wunderschönen Rosenlady mit Rosenpeitschen. Deswegen halt die normale Entwicklung. Ausnahmen für Fanservice musste es halt geben. Anderes Beispiel, wo das Cyberding auch nicht gesprungen ist, ist dieses kleine Vogelvieh. Dieser pinke kleine Vogel, der dann zu einem normalen großen Adler, Falken wurde und danach einfach zu einem falkenähnlichen, also Mensch-Falkenwesen Gedöns. Die erste Staffel hatte gar nicht so viel Cyberzeug. Die einzigen beiden, die wirklich krass auf Cyber gegangen sind, waren der Käfer und der T-Rex. Ich muss gerade mal überlegen, wie das bei dem Wolf war. Oder bei dem Wauwau. Der Käfer, der T-Rex, der Wolf. Der Wolf hat doch kein Cyberzeug. Der hat doch nur Krallen, oder nicht? Oh Gott. Gucken wir gleich mal nach der Konversation. Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That will be impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. Your people, my people, our They've people been searching vielleicht? for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced. Höhle, Stille. No response. We need to go deeper. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? Silence. Immer noch nichts. Please keep everyone safe. And send us to the homeland. Das Problem ist, ich wollte doch was einsammeln in der Höhle, bevor ich dahin gezogen werde. Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd he go? I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well,
Then let's go have a look up ahead. Paimon's feeling really worried. Yep, let's go. I wouldn't worry too much. The traveler's no pushover. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the traveler around. Ugh. Let's hurry. He might be just up ahead. Es sieht nach einer ziemlich verkackten Weise von Nahidas Ulti aus. Kinda swampy, not gonna lie. Kinda shroomy. On the other hand. So. Gucken wir mal kurz nach dem, was wir eigentlich gucken wollten. Oh Leute, ich habe meine Tabs versaut. 1. 2. 3. So. Was wollte das jetzt von mir? Ach, du hast mir gerade rüber geschickt am WhatsApp. Das ist auch gut. Achso, ja. Gut, ja. Nun. So. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Ah, Evolution Pokémon. Süß, groß, noch größer. Ja, Evolution Digimon. Süß, anderes Viech-Kühlschrank mit Gatling. Okay, Actual Evolution von Dino zu Chicken. Okay, gut, lassen wir das. So. So. Jetzt wollte ich eigentlich... So, die kommt auch noch weg. Die wollte ich hier unten haben. Die da oben. Soll ich mal da zusammenschmeißen hier. So. Einfach mal so. Was soll's. Ach Mensch, er hat es endlich mal geschafft, mein Inventar zu laden. Interessant. So, klick, klick. Den Meme, ja. So, was haben wir hier? Es trifft doch ziemlich genau auf den Kopf. Ja, okay. Ich habe da ein paar Zwischenschritte vergessen, gebe ich zu. Okay. Weil ich mich nicht an alle erinnere, tatsächlich. Und so viel Cyber ist an dem gar nicht. Warte mal, wir brauchen mal die richtigen Evolutions hier. Das ist gut. Pokémon. Ah, sie hatte 2 Varianten, auch nicht schlecht. Gott, Pokémon ist so hässlich, wenn es das Maul aufzieht, ey. Lilimon wusste ich noch. Rosemon erinnere ich mich noch dran. Kabuterimon, ja, stimmt. Ekliges Vieh. Immer noch ekliges Vieh. Aquilamon, stimmt. Erinnere ich mich auch noch drauf. Sylphimon. Mercuromon, ja, okay. Armadillomon. Wieso wurde da auch ein Vikemon draus? Hä? that doesn't make sense. So Greymon, Metal Greymon, War Greymon. Ja, das, okay, das wusste ich, dass das ein Cyber-Ding wird. Hier wusste ich nur Vega Garurumon, richtig. Metal Garurumon war mir neu an der Stelle. Wusste ich gar nicht, dass die zusammenhängen hier. Garurumon und Metal Garurumon. Weil Vera Garurumon wusste ich noch. So. Vemon, Imperial Dramon, Fighter Mode, ja.
Otai. Ah ne, Otai war hier oben. Tai. Wormon. Ah ja, Gott, sieht der jetzt aus. Bruder, muss los. Lobmon. Teriamon wusste ich. Der war komplett Overkill, das ist richtig. Lobmon habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, das war doch seine kleine Schwester, hallo? Die hier Lobmon hatte. Maikomon. Also so viel Cyber ist auch nicht hinter, aber ich sehe schon, was so deins ist. Gomamon ist so deine Welt. Mit dem Wikemon am Ende. Digga. Voll deins. Und ich muss leider gestehen, dass mein Favorite hier ist. Gabumon. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Hundetyp, ne? Aber, ne? Wölfe waren dann doch schon ganz cool. Greymon war mir ein bisschen zu over the top. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Und dann kam Renamon um die Ecke. Oh weia. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Da sind wieder diese Pixel-Dinger dahinter. Der war auch cool da unten. Mit seinem scheiß Motorrad. Ja, Digimon ist schon cool. Pokémon ist dagegen eher so schwach. Naja, egal. Puff, genug geschaukelt. Na, hier. Weiter geht's in der Story. Auf dass wir auf den Bosskampf kommen. Ja, genau. Let's go right under this huge thingy hanging from the top. That makes totally sense. Nicht. What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it! We still need to find the traveler! Alright, hang on. Kaputt. The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it! Right? I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh. Do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Wenn wir kurz darüber nachdenken, dass Paimon fast genauso groß ist wie Nahida. Holy shit. Nahida ist kleiner als ich dachte. Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. You're gonna become the fire seed? Kind of. Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. What happens if you keep getting smaller? I I'll vanish. become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything.
You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that the Pep is facing right now. Wenn ich so drüber nachdenke, gehe ich mal davon aus, dass der Feuersamen eigentlich Rukadevata war. Und sie gerade ihre vorherige Form bei ihm konsequent puff verschwinden lassen hat. Aufgebraucht hat, quasi. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. Oh, If und the wie die Traveler were Series here, ist. he definitely wouldn't let you go Gönn through dir. with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No. Please, no, Nahida. The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. What? Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! Gut. Welcome to the next weekly boss. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. Shine down, torn to oblivion. Share my knowledge. No, my sword! Witness the power of Buma! Rise. There is no escape. Und kaputt. Block. Thank you for protecting me with your elemental power. Goodbye. We may never meet again. I will wait for her no
One with nature. Rain outlines your fate. Rain. Life goes on. Fallen leaves adorn. There is no escape. The wind knows me. Shine down. No, my sword. Committed. Wheel of life. There is no escape. Torn to oblivion. Into the wind. Das sieht schon besser aus. And that's a new dragon. I learned a wonderful word. It's Nur, which means light. It will be your name from now on. Sounds like you like it. Okay. Gut zu wissen. Yeah, bro. The Temple of Wisdom. Yeah. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Life goes on. Play. Yeah. Play. I see everything. Yeah. No, my sword. Inazuma shines eternal. Tanky werden. Wind strider. Huh? Rain cutter. Rise. Yeah. Ja gut, das tankt meine kleine Chichi. Das tankt Chichi ohne Probleme. That's it. Hey! Can you hear Paimon? Say something! You fungi said that your form didn't matter, right? Then let us know that you're alright. Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power, just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. That's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. Willkommen zurück, Krabi. Konsequent den Zeitraum überbrückt, wo ich den Weekly-Boss zersägt habe. Läuft. Das erste Mal, logischerweise.
But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me, destroying you and your people serves me no purpose. Das ist gut, dass du das einsiehst. Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. Apep. Ja, genau. When you Apep. inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Sheesh, who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world, and led us in a fight against the order established by the outsiders. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. Sand dunes arose where there was only forest, and it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun Al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart, even to this day. I will follow it until the end of my time. You really are insane. Ja. Das Schlimme ist, das ist doch Wahnsinn, beziehungsweise du bist doch wahnsinnig, ist die eigentliche Antwort. Die eigentliche Übersetzung. Und zwar ist sie wahnsinnig verschossen in Amun. Safe.
Oder auch Al-Ahmar anscheinend. Dass die ganzen Idioten einem Drachen gefolgt sind. I take it. When Al-Ahmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. Ja, bitte. Hi. Hallo Arne, hallo Dieter. Hola. Sag mal, Kevin, wie läuft der Stream im Altersheim? Der Stream im Altersheim läuft super, bis zu dem Moment, wo die zwei anderen Rentner angeschossen kamen. Was soll denn das heißen? Dass der Stream gecancelt wurde wegen NSFW-Content. So ungefähr. Na, wie lange habt ihr gestern noch gemacht? Bitte da? Ja. 2. Bis 2, halb 2, was war das? Läuft. Nein, 2, glaube ich, was. 2, ja. Haben noch kurz 2 Runden. Jetzt soll ich mir erstmal Morphs Frühstück mit reinpfeifen? Hast du Lust, eine Runde CS zu machen, bevor wir das machen? Irgendwas Actionreiches? Wen meinst du, meine Wenigkeit? Nein, Kevin. Nein, ich bin komplett raus. Egal, was auch immer ihr gerade abspricht. Ist mir scheißegal, ich bin mitten in der Story. Ja, du, Arne. Ja, ich wusste schon, dass Kevin die Nein wird, sonst wäre er nicht live. Guck mal, Arne hat gelernt. Weißt du, was ich auch gelernt habe? Wörter, die man im Stream rufen sollte. Ah, na dann. Nee. Nee, machen wir nicht. Ja, Jutenmorph. Aber wolltest du nicht Ciabatta Brot dazu machen? Ciabatta, nicht Shea Butter. Entschuldigung. Bei Shea Butter bist du fast bei, ne, hier Butter aus Shea-Samen. Okay, Entschuldigung. Du Model. Du Hurensohn. Hast du nicht. Oder Dieter? Aber gönn dir, Morph, gönn dir. Oder ein Fluss in Deutschland? Mhm. Oder hast du Kampffeld 2042 geupdatet? Das gibt's später, Richtung Abendessen. Ja, okay, dann... Nein, habe ich nicht. Okay. Warte mal, wie lange dauert das Update? Wahrscheinlich länger, als wir wirklich Zeit aufbringen wollen. Warte, ich schaue jetzt nach, wie groß das Update ist. Arne, Mhm. wärst du vielleicht so lieb und würdest mich über den Channel zurückschieben? Mhm. Muss ich jetzt extra dafür raustappen? Nein, ich hol dich wieder runter, du bist annektiert. Okay, gut, dann mach ich halt den hier. So, Pech gehabt. Vollmute, Pech. Da kann ich rotschubsen, wie er will. Oder unwhispern. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. Das Schöne an Teamspeak. Teamspeak nimmt auch alle möglichen Shortcuts an. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. Ja, Arne, das bin ich. Nee, der Knackpunkt ist halt, was das Schöne an Teamspeak ist gegenüber Discord. Egal, was für eine Anwendung du hast. Sei es eine Vollbildanwendung, sei es eine Fensteranwendung, sei es sonst irgendwas. Selbst wenn du nicht mal ansatzweise in Discord drin bist. Funktionieren Shortcuts. Also quasi Makros. Hotkeys. Das habe ich gesucht. Hotkeys. Discord kriegt das nicht auf die Kette. Wenn du bei Discord in einer Vollbildanwendung bist, ich weiß nicht welches letztens war, wo ich es getestet habe, gingen plötzlich meine Hotkeys nicht mehr. Wollte es nicht. Discord dachte sich so, ne, meine ich. Immer so, ich will mich muten. Hallo. Nein. Skill-Issue, ja. Skill-Issue von Discord, deswegen ist Discord nämlich auch scheiße. Aber Teamspeak 5. I see you back there. You're coming. And you are gonna turn Discord to dust. Finally. Discord my home. Ja. Sorry, Krabi, aber da ist bei Skrinex leider keine Diskussionsfläche. Discord ist halt einfach Schrott. Eine Datenkrake, eine Netzwerkkrake und in Sachen Hotkeys ist es auch Schrott. Das einzig Schöne, was Discord hat,
was TeamSpeak 3 noch nicht hat, aber TeamSpeak 5 haben wird. Bildschirmübertragungen, Videoübertragungen und Cam-Sitzungen. Ja, vielleicht auch noch diesen gewissen Forum-Aspekt mit den ganzen Bots. Okay, granted. Aber das wird TeamSpeak 5 auch alles haben. Tja, und dann hast du Discord mit weniger Netzwerkbelastung und plötzlich ist alles wieder grandios. Ehrlich. Ich liebe die Engine hinter hinter TeamSpeak. Aber es sieht süß aus, Discord. Ja, soll's ruhig. Und das kann auch gerne ein First World Problem bleiben, dass die Leute, die halt ein Netzwerk haben, was komplett overboard ist, dass diese Menschen sich denken, wir nutzen weiter Discord. Doch dann kommen Leute wie wir, Skrinex. Ich meine, mir ist es scheißegal. Ich habe auch ein Netzwerk overboard. Ich könnte auch den ganzen Tag Discord nutzen. Bis zu dem Moment, wo ich streame. Dann hat irgendwie Discord keinen Bock mehr. Bildschirmübertragung plus Stream plus Spiel. Oh, meine Grafikkarte ist so unglücklich in dem Moment. Aber egal. Thema ist, dann kommt eine Community wie Skrinex um die Ecke. Vereint Menschen aus allen Ecken Deutschlands. Mit allen möglichen finanziellen Stabilitäten. Von arm über Mittelklasse zu abgehoben reich. Nein, tue ich nicht, Arne. Und plötzlich merkt man, je weniger Datenkrake ein Programm ist, desto besser. Bei der Kommunikation für Spiele. Dieser Moment, wenn man ein Discord verwendet und plötzlich Lag-Spikes hat, von einem Ping von 30 zu plötzlich mal eben innerhalb der fälschesten Sekunde zu 300. Du bist ein Discord-User. Dauerhafter Ping von 30. Trotz WLAN-Verbindung. Du bist ein Teamspeak-User. Und kannst vor allem dein Mikro besser einstellen. Klar, die Engine von Discord ist ganz gut, aber egal. Hallo NSA, was geht? Willkommen. Ich habe mir gerade eine kleine Discord, hatte auch noch nie Probleme mit WLAN. Nicht viel bei euch. Ja, gerade eine Diskussion, Discord versus Teamspeak. Beziehungsweise ich versuche gerade meine Zuschauerschaft zu indoktrinieren, dass Teamspeak einfach besser ist. Und das ist eine kleine Pause zwischen der Story von Nahida aus Genshin Impact. Storystrang 2. Wir haben gerade Apep wiederbelebt. Oder zumindest nicht wiederbelebt, sondern wieder gereinigt. Mit der Kraft unserer kleinen Elementarfreunde, Elementargeister. Ja. Teamspeak bessere Quali, aber Discord einfacher zu nutzen und oft buggy. Ich find's gut, dass du buggy als positiven Aspekt erwähnst für Discord. Läuft. Sehr gut. Aber ja, bessere Qualität, richtig. Und dann kommt Teamspeak 5. Oh, Bruder, dann ist aber für Discord vorbei. Nun, back to the story. Es wird Zeit, dass wir Apep endlich mal ausreden lassen. Die arme Frau, Alter, Wie kann man eigentlich eine Frau abwürgen? Jede andere Frau hätte dich bereits geköpft für die Nummer. But even then, I still believe that his insanity was far greater than that of my own. Das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass du sie adoptieren musst. Apep, aber egal. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Mhm. Tiny Booer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye.
How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? I wonder. Ich finde es interessant. Wir kriegen demnächst Baiju raus. Mit KW. Hey, looks like we've been sent back out. Still in one piece, too. The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Ja, haut gut hin. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Pause zu gehen hätte eine gute Sache sein sollen, aber dieses Mal sind zu viele Dinge verloren. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. Nahida, ich sag's ungern, aber das geht dir genauso. Du hast die Erinnerung an deine Vorgängerin vergessen. Vorteil dahinter, du hast vergessen, dass dein ganzes Volk dich konsequent boykottiert und eingesperrt hat. Und ersetzen wollte. Schwierig. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The hydrofungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh, yeah. Let's hurry and go take a look. How are we going to explain all the complicated things that happened? Das ist eine sehr gute Frage. Wie wär's mit, wir vereinen einfach die beiden Familien miteinander. Geiler Ausblick an der Stelle. Ah, warte mal, ich habe ja noch hier ein Tutorial zu dem Graukristall, den habe ich ja schon hinter mir. Der Hilichurl Hydrolyph, also dieser mysteriöse Hilichurl-Krieger ist in der Lage, bis zu einem gewissen Grad die Kraft des Wassers zu nutzen. Während des Kampfes nutzt er Hydroschleime, um Wasserblasen zu schießen. Solltest du einen Schleim in genau dem richtigen Moment erledigen, lässt du den Hilichurl möglicherweise einen Rückschlag erleiden. AKA platzen. AKA er wird nass und zurückgestoßen. Cool. So. Worauf ich aber gerade hinaus wollte. Wir kriegen ja demnächst KW und Baiju zusammen. Also gehe ich mal davon aus, dass erstmal hier gucken. Eigentlich müsste doch hier ein neuer Boss drin stehen. Ah ne, warte mal, Entschuldigung. Here we go. Das wird der Talentboss für die werden. Okay. Granted. So. Hier fehlen mir noch ein paar Viecher, wie ich merke. Ich weiß zwar nicht, was das für Viecher sind, aber ist egal. We will see. So, während der normale Boss er hier werden wird. Der komische Ich brauche 3 Elemente Magier. Upgrade-Material von einem der beiden höchstwahrscheinlich. Dann dieses neue Zeug, was wir hier haben. Wo haben wir es? Hier. Trichirite. Was auch immer das sein soll. Wird wahrscheinlich ähnlich lästig zu sammeln wie Kohlapis. Ich freue mich jetzt schon. So, Errungenschaften. Was haben wir denn hier? Wunder der Welt. Nutze zum ersten Mal die Kraft von Quarena, um die Graukristalle zu besiegen. Ja, okay, das war Zufall. Haben wir sonst noch was? Ja, tatsächlich da unten. Gesegnete Hamada. Schalte die Karten von Gavire, Layawat und Reich von Farakert in der Region um Sumeru frei. Farakert. Nein, Farak. Ja, gut. Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Dafür bin ich die Südle nicht genug, Alter. So, back to the Hydro Slimes. Let's go.
um dieser Quest endlich mal ein Ende zu setzen. Dann muss ich nach der Quest muss ich dann wirklich mal eine kurze Pause machen. Dann kann ich mich auch mal sozialisieren, Arne. Nervensäge an der Stelle. Und dann gucken wir danach mal weiter, wie wir in Genshin weitermachen. Wahrscheinlich machen wir die Quest aus der They're Wüste. still here! Have they really been waiting here all this time? Hallo. We're back. I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It said that Noor is its most important family member. That's your name, isn't it? Wow. Cute. This is wonderful. So it has left traces of itself after all. They will definitely meet again, someday. Okay, die machen keine Geräusche mehr, das ist doof. Wir werden unglaublich starke Medic-Pilze abgeben in Genshin Impact. Aber ich glaube, so schnell werden wir die beiden nicht wiedersehen. Und mit dieser Enttäuschung zurück ins Zelt.